Hi, Steffen hier von basemeup.de. Heute zeige ich dir anhand von einem absoluten Reggae-Klassiker von Bob Marley, wie man Songs spielen kann, bei denen die Originalbasslinie vielleicht noch viel zu schwer für einen ist. Hast du auch Songs, bei denen die Originalbasslinie noch viel zu schwer für dich ist? Du würdest aber eigentlich gern den Song spielen. Vielleicht ist er auch noch zu schnell oder du bleibst immer an der gleichen Stelle hängen. Dafür habe ich aber 2 Tipps für dich heute, die dir helfen, auch Songs zu spielen, bei denen die Originalbasslinie noch viel zu schwer ist. Mein erster Tipp für dich ist, bevor du mit der Basslinie anfängst, werde dir erstmal über die Struktur des Songs klar. Also fängt der Song mit vielleicht einem Intro an oder mit einer Strophe. Wenn du dir am Anfang erstmal über die Struktur von dem Song Gedanken machst, dann tust du dich nachher viel einfacher, den Song zu lernen. Du gehst dann nicht von Note zu Note, von Takt zu Takt durch den Song durch, sondern du siehst den Song als Ganzes und kannst dann auch natürlich, wenn es zur zweiten Strophe geht, wieder das zurückholen, was du ja vorhin schon gelernt hast, beziehungsweise schon gespielt hast. Mein zweiter Tipp: vereinfache die Basslinie. Wenn die Originalbasslinie einfach noch zu viele Noten enthält für dich, vielleicht sind es Sechzehntel Noten drin, die sind noch zu schwierig für dich zu spielen, vielleicht ist der Song dafür auch einfach noch zu schnell, dann vereinfache. Ich zeige dir in diesem Video jetzt mal an dem Beispiel von Could You Be Loved, ein Reggae-Song von Bob Marley, wie man denn da am besten vorgeht. Als erstes schauen wir uns mal die Struktur des Songs an. Bei Could You Be Loved ist es so, dass der Song ein Intro hat. Geht so mit Gitarre und ein bisschen Rhythmussachen los, dann kommt der Bass dazu. Irgendwann setzt der Gesang ein. Das ist jetzt tatsächlich schon der Refrain von dem Song. Meiste Songs sind so aufgebaut, dass da erstmal eine Strophe kommt. Bei Could You Be Loved, Refrain. Danach folgt die erste Strophe. Die ist so ein bisschen zweigeteilt. Kann auch erste und zweite Strophe dazu sagen. Dann kommt der zweite Refrain. Danach folgt eine Bridge, so ein eingeschobener Teil. Nach der Bridge kommt Strophe 3 und 4 dann quasi. Nach den Strophen folgt dann der dritte Refrain. Und nach dem dritten Refrain geht es in das Outro für den Schluss von dem Song, das eigentlich nichts anderes ist als die Bridge. Wenn du so die ganze Struktur des Songs davor dir anschaust, dann tust du dich viel einfacher nach, den Song zu lernen und auch komplett durchzuspielen. Kommen wir zur Basslinie. Ich habe jetzt die Originalbasslinie von Could You Be Loved radikal für dich reduziert, so dass man das auch als Anfänger gut mitspielen kann. Und dann habe ich aus der vereinfachten Basslinie Übungen gemacht. Das heißt, du spielst jetzt nicht den ganzen Song gleich, sondern immer einzelne Teile. Nur die Strophe, nur ein Teil der Strophe, nur den Refrain. Lernst die und kannst die dann wieder zusammensetzen, um sie dann quasi auf dem Level 1, das Anfängerlevel, den ganzen Song zu spielen und darauf dann wieder aufzubauen, wenn du die nächsten Übungen machst, Level 2 für etwas Fortgeschrittene, bis zu deinem Endgegner, der dann nachher heißt Originalbasslinie, fast Originalbasslinie. Also viel Spaß jetzt bei den Übungen. Die kannst du dir auch auf meiner Website runterladen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und da gibt es auch Playalongs dazu als MP3. Jetzt wünsche ich dir aber auf jeden Fall mal viel Spaß bei den ersten Übungen. Rest, wie gesagt, als Download auf der Website.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du kannst jetzt einen Teil des Songs zumindest spielen. Wenn du noch mehr Interesse an weiteren Basscovers hast, an Tipps zum Basslernen, schau dir die anderen Videos von mir an, abonniere meinen Kanal, logischerweise, hinterlasse ein Like und schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. bassmer.de, Link findest du wieder unten. Da gibt es auch einen Newsletter zum Abonnieren, so bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst immer eine Nachricht, wenn es neue Übungen, neue Playalongs oder Infos zum Basslernen gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, ciao, ciao.